fahren nach Belgien. Zum Paradeiser, habe ich das richtig? Keine Ahnung. Ja. Darf jeder aussprechen, wie er möchte. Diese unfassbar crazy gestaltete Zoo in Belgien. Da waren wir auch schon mal und gar nicht so lange her.
sind ja im Peri des Arts in Belgien und das größte Resort hier. Und wir haben jetzt die ziemlich neue, riesengigantomanische Tropenhalle Edenia besucht. Die ist die größte Tropenhalle der Welt, ist das richtig? Ja, ne? Weißt du, wie viel Quadratkilometers? 8 Hektar? 8 Hektars. Hektar, ich weiß, dass das so heißt. Wie viele Fußballfelder sind das da? Schnell umrechnen. Das schreibt ihr in die Kommentare, wie viele Fußball, ohne googeln. Und genau, die kostet 7 € extra. Also wir haben es vorab gebucht, genau wie das Ticket für den Park. Nur das kostet je nachdem, ich glaube 39 oder 38 bis 49 € ist, glaube ich, die Spanne. Noch mehr? Geht noch teurer? Ja, okay. Also es geht noch teurer, sagt David. Also wir haben jetzt 46, glaube ich, bezahlt. Und wie gesagt, 7 € kostet die Halle. Erstmal, wenn man dann an der Ticketschranke vorbei ist, ist das etwas unübersichtlich, wo man lang muss, ob links oder rechts. Man kann beide Richtungen einschlagen, das weiß man aber erst, wenn man das getan hat. Und es gibt jeweils, also es gibt 2 Eingänge, einen nach links, einen nach rechts. Und wir haben den rechten genommen, da muss man erstmal so ein gutes Stück um die Halle rumlaufen und dann ist es halt, gehst du einfach rein mit so einer Art Schleuse, noch WCs und Schließfächer, falls man vielleicht seine Jacke wegschließen möchte oder so. Ob die kostenlos sind oder nicht, weiß ich nicht, das haben wir nämlich nicht gemacht. Und dann geht's rein. Wir haben bei der Schmetterlings-Area gestartet, da ist es ein abgesperrter Bereich, das heißt jetzt nicht abgesperrt, aber es sind Netze drüber, dass die Schmetterlinge halt dort sind. Das war ganz süß, ein paar Vögel waren da drin, das fand ich hübsch, das hat mir gefallen. Und dann ging es weiter, riesengroß, sehr weitläufig, ein großes Wasserbecken in der Mitte. Grundsätzlich auf den ersten Blick erstmal schön gestaltet. Was uns allerdings nicht so gut gefallen hat, ist es irgendwie, kennt man das von anderen Tropenhäusern und das erwarte ich auch irgendwie, dass es halt zugewuchert ist mit vielen Pflanzen, große Bäume, viele unechte Bäume, also so betongespritzte Bäume, die halt dann so echt zum Blätter so reingesteckt haben. Fand ich sehr enttäuschend, auch in vielen Tiergehegen, finde ich ein bisschen blöd. Was hat uns noch nicht gefallen? Die Wegführung hat uns nicht gefallen. Es gab gelegentlich mal ein Schild von wegen Rundweg. Der hat uns dann eher in Sackgassen geführt oder wieder dahin, wo wir angefangen haben, aber nicht so ein richtig großer Rundweg. Es gab so einen Mini-Rundweg, den haben wir gar nicht erwartet. Man muss dann teilweise auch an den Übernachtungsmöglichkeiten vorbeigehen und denkt die ganze Zeit, man ist falsch, weil man sich irgendwie vor Zimmern befindet, aber andererseits ist das der Weg. Was hat uns noch nicht gefallen? Viele Tiere, viele Schilder waren aufgestellt, wo aber noch gar keine Tiere drin sein können, weil die Gehege noch gebaut werden, sondern viele Bauarbeiten noch immer. Und das für 7 €, dass da halt noch nicht alles fertig ist, fanden wir auch schwierig. Also ich würde sagen, für ein Abchart-Tropenhaus war das eher enttäuschend. Das beeindruckt durch seine schiere Größe, aber es gibt jetzt nicht so viele Tiere und Hängebrücke war cool, aber irgendwie, nee, also hat uns nicht gecatcht, sagen wir mal so.
Klassiker! Immer das. Auf die Brille? Ja, nur ganz kleiner Spritzer, aber hier ist überall Spritzer. Guck mal. Überall Spritzer. Ja, also wie ihr gerade schon sehr ausführlich gehört habt, waren wir sehr unterwältigt vom weltweit größten Tropenhaus, was auch noch irgendwie im Bau ist und abchargt und weiß ich nicht was alles. Also es war jetzt echt mau. Also vor allem, wenn man im Paradise ist, was man da sonst sieht und was man da erwarten kann und was sie abgeliefert haben, schwach.